for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein stolzes, großes, kräftiges Intro-Tierchen heute eine Boa Constrictor, in dem Fall ein T+-Albino. Ne? Wir haben mal eine Folge gemacht, Albino und T+-Albino. Also die T+, die sind, man sagt auch Karamell-Albino dazu. Das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man die so sieht. Hübsches Tier. Ursprünglich kommen die aus einer Mittelamerika-Linie, also eigentlich Imperator, werden von dem her nicht ganz so groß. Aber ihr seht es hier, auch so ein Imperator kann 2 Meter lang werden, locker. Und ja, ein schönes Tierchen wollte ich euch heute als Intro-Tierchen mal zeigen. Thema heute sind die Riesengeckos, die neukaledonischen Riesengeckos. Hier habe ich so ein Jungtier in der Hand. Das ist so ein knapp einjähriges Tier, ja nicht einmal, halb, dreiviertel Jahr alt. Rhacodactylus lechianus heißen die wissenschaftlich. Umgangssprachlich sagt man auch Lychee-Geckos dazu oder wie gesagt neukaledonischer Riesengecko. Das in meiner Hand ist ein Moro-Mix, also Elterntiere, ein Elterntier Moro, das andere Elterntier unbekannt. Bei den Lychees versucht man wegen nach Herkunftsgebieten getreu zu züchten, was aber nicht immer ganz klappt, weil man einfach oder der Pool an Zuchttieren, den man zur Verfügung hat, noch ein bisschen klein ist. Ne? Damit sind wir auch schon beim Verbreitungsgebiet. Die Lychees kommen auf ganz Neukaledonien vor. Früher hat man mal gesagt, die kommen nur im, das muss ich überlegen, Südosten vor von Neukaledonien oder überwiegend im Südosten. Ist also alles nicht mehr so wahr. Mittlerweile hat man wirklich auf der ganzen Insel Tiere gefunden, auch auf Inseln nördlich vom Festland von Neukaledonien hat man Tiere gefunden. Wie gesagt, auf den ganzen umliegenden Inseln findet man welche. Ich glaube, man ist mit den Lychee-Geckos noch relativ am Anfang, die zu erforschen. Ne? Also Neukaledonien an sich ist jetzt nicht das klassische Gebiet, wo intensive Herpetologie betrieben wird. Und diese doch zum Teil wegen versteckt lebenden Geckos hat man sich auch die letzten Jahrzehnte nicht so intensiv damit befasst, beziehungsweise jetzt, ich würde mal sagen, die letzten 5 bis 10 Jahre ist es erst, dass man da mehr forscht und guckt, was es denn da so alles gibt. Die Lychee-Geckos sind ein Regenwaldbewohner. Das Klima dort ist relativ gemäßigt. Es ist zwar ein tropisch warmes Klima, aber nicht heiß. Entsprechend auch in der Terroristik. Man hält die Tiere nicht bei 30 Grad oder so, sondern die kommen aus einem Gebiet, wo es im Schatten vielleicht so 22 bis 25 Grad Temperatur hat, was für uns Terrarianer ja schon wieder eher ein kühles Gebiet ist. Da leben die relativ nachtaktiv, relativ versteckt, kommen aber auch am Tag, also man kann auch am Tag mal Tiere sehen. Man kann sogar Tiere sehen, die mal rauskommen am Tag, sich ein bisschen sonnen, gleich wegen Temperatur aufnehmen. Aber prinzipiell ist doch eine nachtaktive Echse, die relativ versteckt in irgendwelchen Asthöhlen, Baumhöhlen lebt und dort zurückgezogen ihr Dasein verbringt sozusagen. Kommen wir nochmal zurück auf die Größe dieser Tiere. Sie heißen nicht umsonst Riesengeckos, ist der größte Gecko, den es auf dieser Welt gibt. Die Lychees können also im Extremfall eine Körperlänge ohne Schwanz, ne, ihr seht, die haben eben nur so ein Stummelschwänzchen, aber Körpergröße ohne Schwanz bis 40 cm erreichen. Ne, das sind dann wirklich gigantische Exemplare und ein Gewicht bis knapp ein halbes Kilo, also sagen wir mal 300-400 Gramm. Ja. 500 wäre jetzt vielleicht ein wenig viel, aber 300-400 Gramm sind so die Größe, die die Tiere erreichen können. Ne. Das ist dann wirklich ein ordentlicher, stattlicher, großer Gecko und daher auch der Name Riesengecko nicht zu Unrecht.
Nochmal gleich wenn zurückkommen auf den Lebensraum, wo sie sind. Man kennt ja auch die Kronengecko, ne, die Rhacodactylus ciliatus und auch den Auriculatus, den Höckerkopfgecko. Die bewohnen das gleiche Gebiet. Die Litschis entsprechen ein bisschen mehr auf den dickeren Ästen. Diese Ciliatus oder Auriculatus wegen auf den dünneren Ästen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in der Natur vielleicht sich vor den großen Litschis auch in Schutz nehmen oder damit schützen, dass die kleineren Ciliatus, Auriculatus auf den dünnen Ästen vielleicht sicher sind vor so einem großen 300-400 Gramm Litschi, der unter Umständen auch nicht davor zurückschreckt, so einen kleinen Kronengecko als Mahlzeit anzusehen. Ne? Aber vom Lebensraum, vom Biotop ist es das gleiche Biotop und sie kommen, wie gesagt, in den gleichen Gebieten vor. Von der Terrarienhaltung hier ich würde mal sagen, für die Jungtieraufzucht, das ist 60, 45, 45. Wenn die Tiere größer werden, ein höheres Terrarium, das Ganze in 90 hoch und vielleicht auch sogar 90 breit, wenn ihr ein adultes Pärchen da drin habt, ne? Also 90, 45 mal 90. Wie gesagt, relativ hohes Terrarium. Das sind Baumbewohner, die klettern. Ihr seht so, ich habe es jetzt einfach gleich ein wenig sporadisch eingerichtet. Das Wichtige sind diese Korkäste, die ich hier reingemacht habe, beziehungsweise Korkröhren. Die haben solche Astlöcher drin, sind innen drin hohl. Das ist natürlich das beliebte Versteck für die Lechianus, wo sie sich in diesen Astlöchern verkriechen und verstecken können. Ne? Als Terrarianer ein bisschen schade, weil dann sind sie weg, dann sehe ich die nicht mehr. Aber die wollen die wollen diese Höhlen als Versteck haben, da fühlen die sich sicher und geborgen und das müsst ihr denen auf jeden Fall anbieten. Ansonsten Bodensubstrat ist, würde ich sagen, ein bisschen zweitrangig. Wir haben jetzt hier so Kokoshumus unten drin. Irgendwas, wo ein bisschen eine Luftfeuchtigkeit gibt einfach. Andere eben ein bisschen Wurzeln oder sowas reinmachen. Wie gesagt, diese Äste. Ich würde noch ein bisschen mehr Grün reinmachen. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, auf die Schnelle oder einfach der Einfachheitshalber ziemlich primitiv gehalten. Ich würde noch 2, 3 Pflanzen reinmachen, könnt ihr echte reinmachen, ist natürlich ganz perfekt. Ihr könnt künstliche Pflanzen reinmachen, das ist euch überlassen. Was auch eine tolle Sache ist, sind diese Futterhalter, was ihr da drüben seht. Die macht man mit dem Saugnapf an die Scheibe, hat 2 so Gefäße, das eine für Wasser, das andere für den Fruchtbrei zum Füttern, da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Und wie gesagt, noch ein bisschen Grün würde ich reinmachen, dann ist das Terrarium soweit gut ausgestattet. Die Beleuchtung bzw. Wärme würde ich euch empfehlen, macht es über so eine HID-Lampe, die nicht zu stark wählen. Jetzt in dem Fall für die Terrariengröße würde ich 35 Watt nehmen. Die Lampe macht man hier rein in so einen Reflektor, stellt sie einfach oben drauf, macht sie über eine Zeitschaltuhr 12 Stunden am Tag an oder 10 Stunden. Ich würde eine Lampe mit UV nehmen. Diese Litschis sind eigentlich nachtaktiv, werden auch oft und viel ohne UV oder ganz ohne Licht gehalten. Ich würde, wenn ihr die so im Terrarium haltet, euch empfehlen, bietet UV-Licht an. Wie gesagt, in der Natur gehen die auch mal in die Sonne, kriegen auch UV-Licht ab, beugt Rachitis und allem vor. Ich glaube, es ist schon gut und praktisch, wenn man es im Terrarium den Tieren auf jeden Fall anbietet. Von der Temperatur hatte ich vorher angesprochen, die wollen es gar nicht so warm. Also unter der Lampe hat es dann vielleicht knappe 30 Grad in der näheren Umgebung. Aber hier an den äußeren, also hier im Terrarium an den kälteren Stellen sozusagen, habt ihr vielleicht noch 23, 24 Grad. Das ist eine gute Temperatur. Mehr soll es gar nicht sein. Nachts macht er alles aus auf Zimmertemperatur und dann fühlen die Litschi-Geckos sich absolut geborgen und wohl. Kommen wir zur Ernährung von den Tieren. Die Litschi-Geckos sind man kann sie relativ weitgehend vegetarisch ernähren. Es gibt hier so diese verschiedenen Jellies. Das ist so ein Fruchtbrei. Den kann man im Prinzip direkt das Schälchen in die Futterhalterung reinmachen. Die lecken das auf,
fressen diesen Fruchtbrei. Man kann selber so Fruchtbrei anrühren, mit Banane verdrücken zum Beispiel, vielleicht sogar ein bisschen Honig mit reinmischen, aber minimal oder nicht übertreiben mit dem Honig. Banane, diverse Früchte, alles wegen verdrücken, Fruchtbrei machen, das lecken die auf und ernähren sich zu überwiegenden Teilen davon. Außerdem gibt es von Repashy das Crested Gecko Food, was auch relativ gut ist. Das ist ein Pulver, das rühre ich an und habe dann so einen Fruchtbrei. Wie gesagt, zu 80–90% kann ich die Tiere damit ernähren. Ich würde trotzdem ab und zu ein bisschen tierisches Eiweiß zufüttern. Irgendwelche Heimchen, Grillen, Heuschrecken sind eigentlich recht gut geeignet. Heuschrecken deswegen, weil die nicht so wahnsinnig wegspringen. Ne? Habe ich Heimchen, Grillen, die verstecken sich relativ schnell im Terrarium. Die Heuschrecken, die bleiben irgendwo sitzen. Die Geckos jagen dann auch aktiv nach den Futterinsekten und würde ich auch 1–2 Mal die Woche den Tieren anbieten. Das Ganze gut einstäuben mit einem Mineralpräparat, Multimineralpräparat, dass die genug Mineralien D3 über das Futter zu sich nehmen. Besonders wichtig, wenn ihr die Tiere ohne UV-Licht haltet oder in der Aufzucht, wenn ihr kleine Behälter habt, müsst ihr besonders darauf achten, dass ihr Mineralien D3 dazugebt. Hier bei so einem Fertigfutter ist mit dabei, aber wenn ihr so Fruchtpreis verwendet oder selber anrührt, dann auf jeden Fall das mit dazugeben. Ihr könnt sogar ein Stück Sepiaschale ins Terrarium reinmachen, gehen die auch manchmal hin, lecken dran und eben diese Insekten immer gut mit Mineralien einstäuben. Kommen wir zur Zucht der Tiere. Vor der Zucht steht natürlich die Geschlechtererkennung. Bei so Jungtieren noch relativ schwierig. Wenn sie größer werden, haben die Männchen relativ deutlich ausgeprägte Penistaschen hinter der Kloake. Sieht man es relativ gut. Ist dann relativ einfach ab einer bestimmten Größe. Ne? Ab der Größe jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn die dann so 20 cm haben, sind die Penistaschen relativ gut ausgeprägt. Kann man dann recht gut Männchen, Weibchen voneinander unterscheiden. Die Tiere, man hält sie in paarweise. Wenn ihr sie nicht einzeln haltet, dann paarweise. Und die Weibchen tun 3 bis 4 Mal im Jahr, legen die Eier ab, in der Regel immer 2 Eier, tun sie irgendwo, verstecken die Eier sozusagen und die oder die Eier inkubiert man üblich wie die meisten Reptilien-Eier. Wir machen es auf Vermiculit, machen so eine Feuchtbrut, legen die auf Vermiculit, stellen die Eier auch gar nicht allzu warm, einfach in einen wärmeren Raum, so bei 25 Grad lassen wir die Eier stehen und dann schlüpfen so hübsche kleine Lychee-Geckos aus den Eiern. Wie gesagt, bei den Lychees achtet man relativ darauf, dass man möglichst versucht, die Verbreitungsgebiete miteinander zu verpaaren. Das hier zum Beispiel, das ist jetzt Mount Kogi. Die Tiere haben je nach Verbreitungsgebiet verschiedene Farben. Es gibt Tiere, die sind fast ganz schwarz. Es gibt helle Tiere, manche gehen sogar ins rosa-pinke rein oder so. So versucht man schon, die Ursprungsgebiete getrennt miteinander zu verpaaren, dass man möglichst einigermaßen Verbreitungsgebiet getreu die Zucht betreibt. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.